Herzlich willkommen hier zu unserer Ask the Expert Session im Mai. Heute haben wir Klaas Possel zu Gast. Ich glaube, an für sich bräuchte man ihn gar nicht groß vorstellen. Ich glaube, jeder, der mit PDF-Barrierefreiheit zu tun hat, kennt ihn oder zumindest sein Buch, das bei uns liebevoll der Schmöker heißt. Werden wir vielleicht später mal noch drauf kommen, woran es liegen könnte oder sowas. Ja. Ich glaube, es hat über 800 Seiten, also ist schon etwas, was... 600. Ja? Nur über 600, ja. Okay, ja, vielleicht mit all den Zusatzsachen, die man noch runterladen kann von der Webseite, die speziell für das Buch da ist. Da gibt es ja noch ein paar Zusatzgeschichten. Okay, oder vielleicht kam es mir vor wie 800, also vielleicht auch so. Ja. Also nicht so spannend. Aha, interessant. Doch, total spannend. Also wie gesagt, bei uns ist es immer im Einsatz und du bist auch einer der wesentlichen Autoren des Tagged PDF Best Practice Guides. Ich glaube, im Untertitel steht dran, dass es eigentlich für Entwickler wäre, aber jeder, der mit Remediation und so weiter zu tun hat, guckt da rein, weil man, also entweder muss man dein Buch gelesen haben oder den Best Practice Guide oder am besten beides. Und du bist schon ganz lange Jahre in dieser Szene. Wir kennen uns sehr gut, hängen oft zusammen. Also für mich ist es quasi fast wie Heimspiel jetzt hier. Letzte Woche waren wir noch gemeinsam in Paris. Nicht zum Vergnügen, sondern es war ja die PDF Week dort. Und ganz oft in diesen Sessions ging es natürlich auch um PDF-Barrierefreiheit. Ich glaube, ungefähr 1/3 der Sessions ging denn darum. Also das ist schon massiv, wie das Thema auch in der PDF-Community immer weiter um sich greift. Und du bist der Co-Chair von der PDF-UA TVG, die Technical Working Group. Die leitest du zusammen mit Matthew Hardy von Adobe. Und ihr seid quasi verantwortlich, wie sich der PDF-UA-Standard so weiterentwickelt. Und so sagen wir, ja. Ihr seid kurz davor, auch PDF-UA 2 herauszubringen. Ja, also drücken wir die Daumen. Das alles genau. Also so wie ich es mitbekommen habe in Paris, soll es schon noch dieses Jahr sein. Also, genau. So ganz knapp davor. Ja, ein paar offizielle Hürden gibt es noch, aber eigentlich das Gröbste ist jetzt endlich durch. Sehr schön. Und wie haben wir uns das heute gedacht? Wie immer bei Ask the Expert, wie der Name der Sendung ja schon sagt, jetzt sage ich schon Sendung, ja, okay, also genau. Ihr dürft fragen und wir haben Experten eingeladen, die eure Fragen beantworten sollen. Also das steht ganz klar im Mittelpunkt. Trotzdem werden wir so am Anfang ein bisschen losplaudern und versuchen, das Eis zu brechen, sodass ihr Zeit habt, da noch eure Fragen in den Chat zu hauen. Das habt ihr jetzt auch schon. Das heißt, ihr könnt jederzeit einfach eure Fragen posten und Miriam wird die Fragen immer aufgreifen und an den entsprechenden Stellen dann einfließen lassen. Also das steht ganz klar im Mittelpunkt. Auch wenn ihr irgendwelche Problemdokumente oder sonst was habt oder wie auch immer, also je konkreter, umso besser. Heute geht es wirklich darum, wir haben ja das Thema gewählt, PDF-Barrierefreiheit praktisch. Wie setzt man es am besten um? Ja, und Klaas könnte eigentlich zu allen Aspekten der PDF-Barrierefreiheit was erzählen, aber wir haben versucht, das irgendwie ein bisschen einzugrenzen. Und wenn es jetzt genau darum geht, Moment, wie tagge ich das denn jetzt am besten und die ganzen Geschichten, dann habt ihr heute die Gelegenheit, wirklich hier in unserer Session fundierte Antworten zu bekommen. Und also das erstmal soweit. Wir kommen dann nachher zu euren Fragen nach unserer Einführung. Noch kurz was Organisatorisches. Wer Untertitel benötigt, eigentlich soll ich das immer ganz am Anfang sagen, aber ja, gut, wollen wir jetzt nach. Wer Untertitel benötigt, also Teams kann Live-Untertitelung, dann geht ihr bitte im Menü entweder den Hamburger oder das Menü, bei mir ist das Menü schon offen, sehe ich schon hier, ich habe jetzt gar keinen Hamburger oben, dann geht ihr auf die 3 Punkte Weitere und dort gibt es Sprache und Sprechen und dort könnt ihr die Live-Untertitel aktivieren. Wenn dort irgendwie was Komisches kommt, Verschrobenes, dort gibt es nochmal 3 Punkte rechts oben in der Ecke und dort könnt ihr die gesprochene Sprache ändern und die Untertitel auch. Manchmal muss man beides nochmal ändern auf Deutsch. Wir sprechen heute Deutsch. Genau, also das meiste zumindest.
Und dann habt ihr vernünftige Untertitel. Soweit zu dem Organisatorischen. Dann würde ich sagen, Klaas, legen wir los, oder? Das ist Mhm. ja, Machen und wir. du hast auch was vorbereitet. Ich meine, jetzt haben wir uns, ja, vielleicht hier Markus Erle, Access4, klar, meistens moderiere ich die Sendung hier. Und also ich freue mich riesig, wer mit Klaas macht es immer total viel Spaß. Das fühlt sich einfach an, wie wir, ja, wenn wir nett mit dem Kaffee zusammensitzen und über PDF-Barrierefreiheit schnacken. Und wir wollen natürlich auch wissen, wer auf der anderen Seite sitzt. Und da hast du, Klaas, ein bisschen was vorbereitet. Ja, also zu mir habe ich jetzt nicht so viel vorbereitet, nicht zu meinen Haustieren und Ähnlichem mehr. Also kurz noch zu mir. Markus hat ja schon vieles erzählt, wo ich überall mit drin hänge. In dem ganzen Thema Barrierefreiheit bin ich, glaube ich, so seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder sowas drin, reingestolpert über Kundenprojekte, wie man das so sieht. Und irgendwann bin ich dann immer tiefer reingerutscht, bis hin dazu, dass ich jetzt damit arbeite, dass der PDF-UA-Standard erstellt. Damit man mich noch ein bisschen vielleicht einordnen kann, ich mache so 'n Potpourri aus Dingen in diesem Bereich, neben Bücher schreiben und sowas auch noch, ne? Hauptsächlich mache ich halt solche klassischen, sage ich mal, Workshop-Formate für Leute, die damit anfangen, aber auch Workshop-Formate für Leute, die schon tiefer drin sitzen, so 'n bisschen das vielleicht, was wir heute machen, aber nur 'n kleines bisschen. Aber ich setze halt auch um, ja? Also, Leute geben mir ihre InDesign-Dokumente oder sowas oder Word-Dokumente, passiert auch mal, soll's geben, dass Leute Word-Dokumente benutzen und daraus zaubere ich dann barrierefreie PDF-Dokumente. Fast immer natürlich gemäß PDF-UA. Ich hatte schon mal 'n Kunden, der wollte explizit keinen PDF-UA haben. Da habe ich dann 'n bisschen gemogelt in Anführungszeichen. Aber im Prinzip, das ist so mein gängiges, Bestätigungsfeld, damit ihr mich so 'n bisschen einordnen könnt. Also, ich bin nicht nur der Theoretiker, der Guides schreibt, sondern ich habe das auch selber alles schon mal zusammengeklickt und bin auch kein Entwickler, ne? Also, dieser Guide, hat Markus ja eben schon mal gesagt, der richtet sich ja eigentlich implizit für Entwickler und ich bin gar keiner davon. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, auch damit ich euch alle ein bisschen kennen kann, damit ich auch weiß, wo kommt ihr so ein bisschen her. Ich teile auch gleich meinen Bildschirm, aber vorher gebe ich noch mal in den Chat eine URL rein. Das ist eine Mentimeter-Umfrage, auch alles schön DSGVO-konform. Den habe ich gerade mal reingepackt. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Hat's geklappt? Kam der an, Markus? Ah, jetzt kam er, glaube ich, an, ne? Kam er an, Markus, der Chatbeitrag? Ja, ja, ist da. Ja, ja. Wir hatten gerade schon kurz vorher das Thema, Oder? ich Nee, sitze Moment, am das war noch der nicht? Ober. Nee, nee. Warte mal, jetzt sollte es geklappt haben, oder? Ha, hat's Ja, geklappt? jetzt. Jetzt ist er da. Jetzt. Ah, okay, alles klar. Dann teile ich mal kurz meinen Bildschirm, dann können wir alle zusammen hier mal rauf gucken. So, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder jetzt nicht. So, jetzt müsstet ihr mich alle sehen und jetzt müsstet ihr auch mein Fenster sehen. Mhm. Und zwar habe ich hier mal eine kleine Umfrage erstellt. Sind 2 kurze Fragen. Ich gehe mal auf die erste, da sollt ihr nämlich eigentlich hin. Denn am Anfang möchte ich mal erst mal von euch wissen, Thema barrierefreie PDF-Dokumente, wie ist denn so ungefähr euer Wissensstand? Also, seid ihr mega tief drin an der Stelle oder ist es für euch 'n relativ neues Thema? Habe ich jetzt mal so 'ne Skalakurve hier aufgebaut, die ich da abfragen möchte, damit ich so 'n ungefähren Eindruck habe. Also rechte Seite stecke schon tief drin, das sind so die Megaprofis. Und linke Seite, das wäre dann wirklich, ihr seid relativ neu. Wir haben jetzt gerade einen Mittelwert von ungefähr 7. Das heißt, ich bin hier grundsätzlich wahrscheinlich eher mit tiefer, schon drin steckenden Personen drin. Ja, das hilft mir nachher so ein bisschen auch, die Fragen einzuschätzen, ob ich da technisch eher tief auf eingehen sollte oder es ein bisschen oberflächlich mache. Gut, Mhm. es wackelt noch so 'n bisschen hin und her. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt sind, aber es haben jetzt schon fast 40 abgestimmt. Als Sind's. Mittelwert reicht mir das mal. Ich glaube, Ja. da wird's keine großen Ausreißer mehr geben. Gut, Frage Nummer 2 ist eine Multiple-Choice-Frage und zwar explizit mal zum TeX PDF Best Practice Guide Syntax. Und zwar würde ich gern von euch wissen, es gibt 4 Antwortmöglichkeiten. Kennt ihr den vielleicht gar nicht oder habt ihr schon mal immerhin davon gehört oder habt ihr mal reingelesen oder kennt ihr ihn fast auswendig? Also, ich würde mich in die fast auswendig Richtung packen, weil ich war ja nicht ganz unbeteiligt, damit ich auch da so 'n bisschen einschätzen kann, was ich euch dazu erzähle, wie tief ich da reingehe oder nicht. Und hier ergibt sich so das Bild, dass die allermeisten ihn von den Abstimmen jetzt gar nicht kennen und Mhm. einige wenige schon mal von gehört haben, mal reingelesen haben und nur 3 kennen ihn fast auswendig. Markus, hast du mit abgestimmt? Dann wärst du einer von denen wahrscheinlich. Ich habe nicht mit abgestimmt. Du hast nicht mit abgestimmt, okay. Ne, gut zu wissen. Das gibt mir auch mal so 'n bisschen Feedback, inwieweit dieses Dokument auch überhaupt bekannt ist und benutzt wird, weil wie alle Dokumente von der PDF Association, die werden auch regelmäßig überarbeitet. Es ist immer ganz gut zu wissen, dass es auch wirklich Leute gibt, die den benutzen, dass man die Arbeit da nicht Mhm. umsonst reingesteckt hat.
Ich habe auch gerade den Link noch mal reingesetzt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr sofort den jetzt lesen sollt und uns nicht mehr folgen sollt, aber es könnte ja trotzdem von Interesse sein, wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle direkt darauf eingehen, dass ihr den auch parat habt. Ja, genau. Besten Dank, Markus. Gut, dann haben wir die kleine Abstimmung schon durch. Also wir sind zwar eher im Profibereich, laut Frage Nummer 1, aber die meisten kennen diesen Guide nicht. Und ich habe noch ein paar... Klaas, Ja. darf ich noch mal ganz kurz dazwischen fragen? Also, Ja, frag. wir haben ja doch eine relativ hohe Einschätzung von, hey, ich bin ganz tief drin. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass die meisten diesen Tech PDF Best Practice Guide gar nicht kennen. Ist es etwas, also ich nenne es mal jetzt diese Kluft, ist es etwas, was du kennst, real life? Ist es, dass man Ja, das das kenne ich. Also mal aus dem Nähkästchen geplaudert, in meinem Workshop gibt es am Anfang auch mal diese Umfrage, schätze dich noch mal ein, wie stehst du zu barrierefreien PDF-Dokumenten? Und ich hatte nicht wenige Workshops, wo es am Anfang hieß, klar, ich bin super drin, ich habe eine 8 und am Ende des Workshops stelle ich die Frage nochmal, vor allen Dingen für die Selbsteinschätzung. Also für mich hoffentlich auch natürlich ein Beleg dafür, ob ich meinen Job gut gemacht habe. Und ich habe es durchaus schon öfter erlebt, dass die Skala, die Selbsteinschätzung nachher nach unten gegangen ist, weil viele Leute dachten, sie wissen alles über barrierefreie Dokumente und am Ende festgestellt haben, da haben sie noch relativ große Lücken an der Stelle. Und für mich ist es auch so ein bisschen Indikator hier. Also das deutet für mich aus vielen Kontexten darauf hin, das, was in diesem Guide drinsteht, ist eigentlich sehr relevant, wenn ich wissen möchte, wie ich wirklich korrekt ein barrierefreies Dokument aufbaue. Und es ist der Versuch auch, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, das, was in diesem riesen PDF-Standard an sich drin steht, runterzudampfen auf eine praktische Anwendung. Deswegen würde ich sagen, wer sagt, man hat viel mit barrierefreien Dokumenten zu tun, wäre das aus meinen Augen Pflichtlektüre. Also man muss sich nicht an jeden Buchstaben halten, aber das ist eigentlich schon das, was sagt, so sollte man das tun, wenn es richtig sein soll. Das ist schon mal eine Ansage. Sehr gut. Ich erläutere das ja gleich nochmal ein bisschen im Detail. Ich glaube, wir haben ja auch, also so als Einstiegsfrage, weil du kriegst ja ganz oft mit, wo die Probleme liegen, wenn jemand hacken möchte und so weiter. Du taggst auch selber, du berätst. Wo liegen denn aus deiner Sicht die Top 3 Herausforderungen? Also die eine vielleicht ist ja tatsächlich schon mit dem, was wir gesagt haben, diese Kluft zwischen Selbsteinschätzung und dem, was man vielleicht können muss. Aber wo liegen jetzt sonst direkt aus praktischer Sicht die größten Herausforderungen? Also es gibt verschiedene Niveaus, ne? Muss man unterscheiden. Heute hatte ich wieder so eine Anfrage gehabt, kannst du für uns ein barrierefreies Dokument prüfen? Meinte ich ja, und dann wollten wir eine Aufwandschätzung, wir redeten miteinander. Irgendwann fiel das Wort Tags und dann fragte man mich, was sind denn Tags? Und das war für mich natürlich, also es gibt immer noch viele Leute, die sagen, ich baue ein barrierefreies Dokument, achten zum Beispiel rein auf Farben, haben aber gar keine Ahnung davon, dass es auch im technischen Hintergrund einer PDF-Datei Maßnahmen gibt, die wirklich zugänglich zu machen. Das wissen viele nicht. Also da sind wir noch ganz weit weg von so einem Guide hier oder ähnlichem mehr, aber das gibt es noch sehr häufig. Das hat auch durchaus damit zu tun, dass man im Netz googelt nach barrierefreies PDF, findet man auch relativ viele Dinge, wo ich sagen würde, das hat damit vielleicht am Rande was zu tun, ist aber eigentlich nicht das, was mit einem barrierefreien Dokument gemeint ist. Das ist so erstmal so eine Anfangsgap, die ich bei vielen habe oder sehe. Was die eigentlichen Umsetzungen in Dokumenten angeht, da gibt es einen riesen Potpourri natürlich an Dingen, die passieren können und die auch passieren. Das sind manchmal Dinge, die will ich jetzt keinen empfehlen, aber sie passieren. Leute haben Content in Dokumenten und sie werfen es nachher in eine Packprüfung rein. Es gibt ein rotes X. Und dann fummeln sie da rum, weiß ich was, ist eine Tabelle oder was auch immer. Sie kriegen dieses rote X nicht weg. Was machen sie also? Sie nehmen den fraglichen Content, machen sie ihn zu einem Artefakt und sagen, ach, das rote X ist weg. Ja, also dieses, ich sage jetzt mal, Mogeln am Content, eigentlich nicht das Ziel, was man hier hat, wir machen ein Dokument zugänglich zu erfüllen, sondern viele sind wirklich erpicht, ich möchte einen grünen Haken in der Prüfung haben. Und das ist, finde ich, so abseits von kleinen technischen Details eine der größten Hürden, die ich finde in der Praxis. Das ist gut. Wir nennen das bei uns immer blindes Xen. Also schönes Wording dafür. Genau. Nee, und sonst, ich habe auch noch ein paar bunte Folien vorbereitet, dann springe ich mal schnell da rein. Es gibt halt so ein paar klassische semantische Probleme, die ich immer wieder sehe. Klassiker ist, alles ist als P getaggt, ne? Überschriften und sowas ist gar nicht mehr erkennbar. Das ist dann letztendlich verglichen, wenn ich es jetzt wirklich in einem Layout setzen würde. Ich nutze für alles dieselbe Schriftart und Schriftgröße.
würde auch keiner tun. Das ist aber immer noch relativ verbreitet, dass das gemacht wird. Auch das häufig, weil irgendwie Pack sagt, Überschriften übersprungen. Dann wissen die Leute nicht, was es ist, machen alles zu einem P und der Fehler ist weg. Also da rührt das, glaube ich, auch zu großen Teilen her, beziehungsweise auch viele Leute wissen ja gar nicht, was ist denn eigentlich eine Headline, wie belabel ich die richtig, wie finde ich die. Solche Dinge gehören da halt häufig zu. Da muss man aber sagen, ne, man muss auch mal unterscheiden zwischen den syntaktischen Problemen. Darauf zielt auch dieser Guide ab. Also wie mache ich es technisch korrekt? Und der zweite Teil ist natürlich, wie mache ich es semantisch korrekt? Ne? Und bei der Semantik ist halt sowas wie das P ein klassisches Problem. Was auch häufig passiert, gerade bei Headlines, dass Leute halt eine Headline in 2 Zeilen schreiben wollen. Sie möchten einen Teil der Headline in die zweite Zeile bringen. Sie drücken gnadenlos auf die Return-Taste und dann haben wir natürlich 2 sogenannte Block-Level-Elemente, also sprich die Überschrift wird aufgeteilt in 2 Absätze und damit gehört sie auch inhaltlich nicht mehr zusammen und es fällt auch relativ schwer, sich da zu orientieren. Das passiert auch relativ oft. Ebenso, dass Listen keine echten Listen sind oder unterbrochen werden. Also da schreibt halt jemand einen Bullet Point per Hand rein, Text dahinter und eigentlich müsste es ja eine Liste sein, aber es wird eben auch häufig als P getaggt. Also das sind so, ich sag mal, klassische semantische Dinge, die ich vor allen Dingen kenne. Es gibt weitaus mehr. Ja, nur ganz kurz. Du hast Syntax auf der einen Seite und Semantik auf der anderen Seite Ja. gerade schön erklärt. Vielleicht noch ganz kurz die Syntax lässt sich, glaube ich, so vorstellen wie die Rechtschreibung. Also wie schreibe ich die Ja. Wörter richtig? Also wie benutze ich die Tags richtig? Rein so von der Grammatik her, Verschachtelung und so weiter. Und Semantik wäre dann eher, Moment, wie formuliere ich den richtig guten Text? Also wahrscheinlich eher in diese Richtung, ja, dass ich die Grammatik eher. Bedeutung, dass ich die Ja, Message richtig rüberbringe. Ja, genau. würde das so passen von den Bildern Das her? Ja. hast du super erklärt. Genau. Ich habe nochmal, damit es auch nochmal in Richtung Semantik geht, Syntax geht, ich habe nicht auch noch die Syntax aufbereitet. Ne? Syntax wäre jetzt so ein Mhm. klassisches Problem, eins aus Word, was man kennt, wenn man nur Word benutzt, um barrierefreie Dokumente zu erstellen. Nutze ich in Word die Listenfunktion, generiert er mir auch eine Listenstruktur in den Tagbaum hinein. Aber an der Stelle ist es so, dass aufgrund eines Fehlers in Word das Listen-Icon mit in den Mhm. sozusagen L-Body, also in den Inhalt reingesetzt wird. Ja, das heißt also, eine Vorlesefunktion würde mir sagen, schöner runder Punkt und alles hinten dran. Also so sollte es syntaktisch eigentlich nicht sein. Das ist so ein klassisches Word-Problem, was existiert. Mhm. InDesign hingegen beispielsweise hat ein Problem, korrekt Tabellenköpfe zu kennzeichnen. Der kriegt es zwar hin, in gewissen Rahmen natürlich nur, den TH-Tag für Kopfzeilen korrekt zu setzen. Aber was er zum Beispiel nicht macht, ist das sogenannte Scope-Attribut zu setzen, womit ich halt sage, für was bin ich denn der Kopf? Bin ich für eine Zeile, für eine Spalte? Das wäre das Interessante. Das kann zum Beispiel InDesign nicht, ist auch ein, ich sage jetzt mal, beliebter Fehler. Ursache ist halt häufig, man hat InDesign benutzt und andere Syntaxprobleme, und das geht schon so ein bisschen Richtung Semantik, das ist so ein leichter Twitter, ist, wie tagge ich den Titel eines Dokumentes? Mache ich den zu einer H1, also zu einer Überschrift der ersten Ordnung und den Untertitel dann beispielsweise zu einer H2. Das ist eine relativ beliebte Methode, das zu machen. Und genau auf diesen Fall geht aber auch der Syntax-Guide ein. Obwohl es eine syntaktische Frage ist, aber durchaus auch eine technische. Das hat auch was damit zu tun, dass in PDF 2.0 und damit auch in PDF UA2 wird es nämlich einen Title Tag geben und damit löst sich das Problem dann auf und aktuell ist der Standard eben nicht in der Lage, das korrekt zu reflektieren. Also der aktuelle PDF 1.7 Standard oder wenn man es genau wissen will, ISO 32000-1. Ja, da steht das nämlich so drin letztendlich. Aber das wären jetzt mal so klassische Probleme, die ich so aus der Praxis kenne. Da fällt mir gerade ein, Klaas, du hast auch einen Artikel geschrieben, genau zu diesem Titelproblem. Ja. Gibt es auf der Seite der PDF Association, wie man im Moment, also im Moment ist ja PDF 1.7 noch vorherrschend. Es gibt ganz wenige, die bereits PDF 2.0 erstellen oder letztendlich ist es auch nicht erforderlich im Moment schon oder wie siehst du das? Die Unterstützung ist relativ schlecht. Also Acrobat kann inzwischen PDF 2.0 Dateien öffnen. Ja, das geht schon. Aber die Mhm. ganzen Zusatzfunktionen, die es mitbringt, auch gerade im Bereich der Accessibility, da gibt es noch nichts, irgendwas, was flächendeckend damit umgehen kann. Auch die assistiven Technologien können das noch nicht. Deswegen gibt es ja auch dann eben Maßnahmen, das zu implementieren. Also wenn der Standard zum Beispiel da ist, kann ich ja schon aus dem Nähkästchen plaudern, dann wird es eben die entsprechenden Referenzdokumente auch geben, ein Matterhorn-Protokoll beispielsweise, einen Tag-PDF Best Practice Guide. All diese Sachen werden dann eben wieder korrekt erläutern, wie benutze ich das denn richtig? Und auf Basis dessen gehen ja die Entwickler meistens dann auch her und sagen, gut, jetzt implementiere ich den Standard, weil keiner würde jetzt, ohne dass PDF UA2 verabschiedet ist, schon eine Implementierung fertig bauen, weil er weiß ja gar nicht, ob es stimmt nachher.
Genau. Ich habe da sonst noch ein kleines bisschen Intro. Ich habe die Reihenfolge ein bisschen verdreht, aber ist ja relativ egal. Ich gehe mal zum Tech-PDF Best Practice Guide noch über, kurz zur Erläuterung, damit auch alle wissen und verstehen, was damit gemeint ist. Danach zeige ich Ihnen auch gleich mal kurz auch so ein bisschen, wie man damit arbeiten kann. Im Prinzip ist der geboren aus der Tatsache, dass im PDF-Standard wahnsinnig viel drinsteht und wahnsinnig unklar ist. Also man weiß nie genau, wie ist es denn gemeint. Und das war ein Problem, weil teilweise unterschiedliche Softwarehersteller Sachen anders interpretiert haben. Und das führte natürlich dazu, dass ich vielleicht ein PDF mit einer Software erstelle, ein Viewer, also ein PDF-Viewer, bearbeite die auf eine andere Art und die assistive Technologie macht nochmal was ganz anderes. Das heißt, man war eigentlich nie in der Lage zu sagen, das ist ein verlässliches Ergebnis. Und deswegen ist es so ein Stückchen weit eine, ich sage mal, eine Benutzungsanleitung für den eigentlichen PDF-Standard, aber explizit gemünzt auf PDF-UA. Also das ist sozusagen der Schlüssel dazu. Es wird erklärt, wie man den PDF-UA-Standard korrekt anwenden sollte. Extra sollte konjunktiv aus dem einfachen Grund, es gibt Dinge, die sind im PDF-Standard eben nicht elegant und gut geregelt. Und die kann ich auch mit den jetzigen Möglichkeiten nicht abfangen. Deswegen gibt es an einigen Stellen einfach nur Empfehlungen. Das heißt aber häufig auch, wenn ich die Empfehlung umsetze, würde in der Praxis dadurch nichts besser werden. Ja, ein klassisches Problem, was bis heute zum Beispiel bei vielen Screenreadern existiert. Es gibt den Caption-Tag, der soll Beschriftungen definieren für Bilder, Tabellen oder ähnliches mehr. Und der wird zum Beispiel von vielen Screenreadern einfach ignoriert. So, und das ist natürlich ein Henne-Ei-Problem. Ja, gibt es nirgendwo eine Caption, baut auch keine AT das entsprechend ein und andersrum genauso. Und mit diesem Guide ist es letztendlich die Idee, dass Leute alle sehen konnten, so solltest du eine Caption bauen. Dann wissen alle, die es erstellen, wie man es macht, alle, die es anzeigen, wie man es auswerten sollte und die assistiven Technologien eben entsprechend auch. Und das Ganze war ursprünglich mal gedacht für Entwickler. Es ist auch nur auf Englisch verfügbar. Es gibt es nicht in der übersetzten Form, ist auch nicht geplant. Und es ist auch wirklich sehr technisch geschrieben. Ja, also es ist jetzt nicht so von wegen, du hast ein PDF-Dokument, öffne mal Acrobat. Nein, das steht da nicht drin. Ich zeige ja gleich nochmal einen Blick rein. Man kann aber trotzdem, wenn man fortgeschritten ist, beim Aufarbeiten oder Erstellen von barrierefreien Dokumenten, kann man damit, glaube ich, dennoch ganz gut arbeiten. Das war ja auch so ein bisschen eine Grundidee davon. Und in der eigentlichen Umsetzung steht halt, wie gesagt, wirklich nur drin, wie man es syntaktisch korrekt aufbaut. Also wie ist es gedacht, den Caption-Tag einzusetzen? Wie ist es gedacht, den TOC-Tag, den TOCI-Tag, also alles, was es letztendlich gibt an Text, wie sollte man das syntaktisch korrekt einsetzen? Was, wie gesagt, nicht drin steht, das ist, wie man ein Dokument semantisch korrekt taggt. Also was tagge ich als Überschrift, was tagge ich als Liste, was tagge ich als Tabelle, wie definiere ich Tabellenüberschriften, all solche Dinge stehen da nicht drin. Die einzige Ausnahme, wie gesagt, ist so ein kleiner Twitter an der Stelle. Das wäre eben der Fall mit dem Titel, weil das eben auch auf Basis von den technischen nicht vorhandenen Tags eben einer entsprechenden Erläuterung bedurfte. War das verständlich, Markus? Ja, für Leute, die das Niveau 6,7 haben, durchaus. Für alle unter 5, die dürfen Fragen stellen, genau. Die dürfen Fragen stellen. Genau. Also ich versuche so ein bisschen jetzt, mich so ein bisschen anzupassen und das Das nicht ist so gut. zu einfach Ja. in Anführungszeichen zu machen. Genau. Mhm. Ich wechsle mal einfach kurz in den Guide rein, dann haben den alle schon mal gesehen. Mhm. Nur zur Info, das, was es online gibt, Markus hatte den Link ja auch schon geteilt, das ist die Version 1.0. Aktuell ist schon die Version 1.0.1 erstellt, final, fertig. Sie ist noch nicht publiziert. Die hat keine großartigen Änderungen drin. Also es sind so ein paar Kleinigkeiten, die in der Syntax falsch waren, wurden korrigiert, ist aber nichts Dramatisches. Also wer den jetzt liest, muss den neuen nicht gleich nochmal von vorne nach hinten neu lesen. Das Dokument ist im Prinzip so aufgebaut, es gibt so ein bisschen Introduction, also wie gesagt, es ist ja alles in Englisch, eine kurze Erklärung, was ist das Ganze und so weiter und so fort. Und dann gibt es, das ist so das Kernelement, geht hier unten bei 4 los. Da wird quasi für jeden einzelnen Tag erläutert, okay, was ist der Sinn des Tags? Das ist immer die Einleitung zu jedem einzelnen Tag. Wie benutzt man diesen Tag? Wie erstellt man diesen Tag und wie sollte man ihn konsumieren? Das ist quasi immer dieser mehrfache Klang, den es für alles gibt, was man hat. Da wird beispielsweise, ich bin jetzt zum Beispiel bei den sogenannten Grouping Tags, also den gruppierenden Tags, die irgendwas zusammenfassen. Hier steht beispielsweise auch drin, dass eben Part, Art, Sect und Diff keine semantische Bedeutung haben. Also wer versucht, damit irgendwas logisch zu sortieren, wird am Standard halt scheitern, weil der das nicht so vorgesehen hat. Es gibt auch Leute, die sagen zum Beispiel auch, wenn du ein Bild und eine Bildbeschriftung zusammenfassen möchtest, dann pack es bitte in einen Diff rein.
hier steht nochmal explizit drin, kann man machen, hat jetzt keine Nachteile, bringt aber auch in der Verwertung keine Vorteile, weil, wie gesagt, im PDF-Standard selbst das nicht korrekt, oder was heißt nicht korrekt erklärt wurde, aber nicht gut erklärt wurde. Und sehr interessant wird es dann halt bei solchen Dingen, die wirklich in der Praxis auch häufig nicht ganz korrekt eingesetzt werden. Klassiker wäre zum Beispiel so ein Caption-Tag. Da habe ich schon unterschiedlichste Sachen gesehen, aber ich gehe jetzt mal rein, dann sehen wir mal so ein kleines Verwendungsbeispiel, beispielsweise hier. Also es gibt mehrere Verwendungsbeispiele. Für Bilder ist es beispielsweise so, dass die Caption eben nicht in dem Figure-Tick setzen sollte, sondern entweder davor oder danach. Das ist die Grundidee. Reinpacken, zusammenpacken, das gibt es erst mit PDF 2.0. Und in dem Caption-Tag selber steckt auch nochmal oder sollte auch Substruktur stecken, weil in der Caption kann eine Liste drin sein, ein normaler Paragraph, was nicht sonst alles. Deswegen ist das so die Variante bei den Bildern. Steht auch nochmal explizit drin, dass es keine Verpflichtung gibt, die Beschriftung nach dem Bild zu packen oder davor. Also da wird einfach nochmal für Bilder erläutern, wie man es macht. Und bei Tabellen ist es beispielsweise anders. Da setzen auch viele den Caption-Tag vor den Table-Tag oder nach den Table-Tag. Aber laut PDF-Standard sollte das in den Table-Tag, also als Kind-Element der Tabelle rein, und zwar als erster Tag oder als letzter Tag. Das ist so ein Klassiker, was ich ganz oft sehe, dass Leute eben nicht diesen Weg gehen, sondern die Caption davor oder danach packen. Auf der anderen Seite, ne, wir reden hier über die Syntax, die korrekte Syntax. Packe ich einen Caption-Tag vor einen Table-Tag oder nach einen Table-Tag, wird die Welt nicht untergehen. Leute werden das trotzdem vernünftig verstehen. Aber das ist letztendlich auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, das hat der PDF-Standard damals so geschrieben. Da war er selber mega inkonsequent, weil warum packe ich es bei der Table rein und bei der Figure packe ich es nicht rein? Also das hat man aber damals eben vor langer, langer Zeit so aufgesetzt und deswegen PDF-UA ist 1:1 ein Kind von PDF. Deswegen können wir in PDF-UA jetzt nicht einfach neue Logiken erfinden, die der PDF-Standard nicht hat. Und wie gesagt, das ist jetzt mal so ein Beispiel. Es gibt für alles andere auch noch Beispiele. Wie gesagt, möchte ich wissen, wie korrekt ein Inhaltsverzeichnis aufgebaut ist, würde ich jetzt zum TOC und TOCI-Tag gehen, Index, Fußnoten etc. pp. Das ist alles in diesem Punkt Nummer 4 jetzt endlich drin. Und Punkt Nummer 5, da geht es dann wirklich schon eher ins Eingemachte. Da geht es dann wirklich um die klassischen Attribute. Da geht es auch so um das Scope-Attribut für Tabellenköpfe etc. pp. Inklusive auch entsprechender Beispiele, zum Beispiel wie ich jetzt hier die Scope-Attribute oder die Header-IDs für Tabellen verwende. Das mal so als Intro, dass man mal so einen groben Überblick hat, wie ist der aufgebaut und was steht so ungefähr drin. Vielen Dank, Klaas. Das ist schon mal eine gute Einführung. Ich glaube, man hat jetzt ein gutes Gefühl. Moment, kann ich das jetzt einfach so konsumieren? Kann ich es mir auf den Nachtisch legen, mal abends kurz durchblättern? Oder ist es doch etwas, wo ich mir mal ein paar Tage frei nehme, um das durchzuarbeiten? Und letztendlich ist es natürlich schon in der Sprache schon eher Niveau 5 und drüber, Ja. dieser Guide. Deswegen machen wir auch so eine Session wie die heute. Und ich glaube, Miriam, wir haben schon eine ganze Zahl an Fragen reinbekommen. Ich würde sagen, lass uns da gleich drauf losspringen und die Stück für Stück abarbeiten. Ja, voll gerne. Die erste Frage war direkt, ich würde gern wissen, wie von InDesign zu PDF die Fußnoten getaggt werden können. Nutzt man in InDesign die Fußnotenfunktion, werden sie als Fußnote getaggt. Ja, das ist schon mal viel wert. Im Gegensatz zur Endnotenfunktion, die leider gerade kaputt ist, da funktioniert das nämlich nicht korrekt. Auch hier ist es so, es gibt hier im Note-Tag, ja, bei uns da mal rein navigieren, gibt es eine entsprechende Empfehlung. Müsste ich mal finden, wo er steht. Non-Struct, Block-Level-Elemente, ich finde es gleich. Und hier ist es letztendlich so, das, was hier empfohlen ist, da ist InDesign zum Beispiel relativ dicht dran. Ja, also es gibt den Reference-Tag, der wird für die Referenz benutzt. Es gibt den Note-Tag, der folgt auch darauf danach. Was nicht gemacht wird, das ist abweichend. Hier ist nochmal empfohlen, dass die einzelnen Zahlen oder Buchstaben oder Sternchen, die man hat, mal mit dem Label-Tag ausgezeichnet werden, also LBL. Das macht InDesign nicht. Das machen auch die anderen Tools von der Stange weg alle nicht. Also von daher, das ist eher so eine syntaktische Empfehlung an der Stelle. Bekannt ist aber, dass wenn man aus InDesign Fußnoten erstellt, es eine Warnung im Pack gibt. Da kann Markus vielleicht eher was dazu sagen, falls das noch von Relevanz ist. Ja, das geht wahrscheinlich um das Block-Attribut, richtig? Das Placement-Attribut, dass Ja, genau. dass ein falsches Placement-Attribut gesetzt ist. Ist natürlich schade, es ist natürlich verkehrt, es ist jetzt direkt, wo hat es Auswirkungen? Es hat natürlich Auswirkungen auf
die Barrierefreiheit nicht so sehr, noch viel mehr auf Reuse. Also wenn der Content reused wird, wie es dann dargestellt wird. Also wenn es auf Blog sitzen würde, wird es schön separiert. Ja, während wenn es auf Inline sitzt, wird alles hintereinander geklebt. Das ist dann der Unterschied. Deswegen, es gibt ja Tools, deswegen gibt es ja auch unsere Tools, mit denen man das sehr leicht beheben kann. Also deswegen kann man mit diesem Output aus InDesign leben. Wenn man dann noch unsere Tools zusätzlich hat, dann kriegt man da auch wirklich schön grüne Haken hin. Es ist natürlich, wenn man es streng nimmt, ist es halt ein Fehler. Syntaktischer Fehler schon. Also deswegen kommt das auch. Also deswegen meldet das Pack auch. Genau. Also das ist auch, wie gesagt, dieser Grenzfall, den man ganz oft hat, ne? Was ist syntaktisch korrekt, was ist richtig korrekt. Und wenn es in Richtung Attribute geht, das ist dann Kapitel Nummer 5, da wird es auch sehr schnell sehr technisch. Also da sollte man schon eher auf einer 8 oder drüber sein auf der Skala, die ich vorhin abgefragt habe. Ja, vielleicht ganz kurz, ich vermute fast gar, dass alle PAG wahrscheinlich kennen, aber vielleicht nur ganz kurz zur Einsortierung. Es gibt ja, also wie prüfst du denn deine PDFs auf PDF-UA-Konformität? Weil Acrobat hat ja auch noch einen Prüfer, einen Checker und vielleicht ganz kurz nur. Also ich mache es mehrstufig im Regelfall. Also es kommt auch darauf an, welchen Fall ich habe. Ne? Aber ganz oft in der Produktion, weil ich am Mac sitze und Pack ja nativ nicht am Mac läuft, geht doch irgendwie ein bisschen, aber ganz oft nutze ich halt in der Tat für einen Erstcheck Acrobat, einfach um zu sehen, wie viele bunte rote Xe gibt es. Acrobat hat einen massiven Nachteil, dass er mir nicht anzeigt, wo dieser Fehler ist. Der sagt mir, Überschriftebene ist übersprungen, aber habe ich 300 Seiten, weiß ich nicht, wo das der Fall ist. Für einen finalen Check eigentlich immer Pack 21. Also das ist ja auch so ein bisschen der Branchenstandard. Es gibt andere Prüftools, die nutze ich halt, wenn ich irgendwelche technischen Sachen mache oder so. Das hat dann aber nichts mit Kunden zu tun. Okay, dann würde ich sagen, springen wir zur nächsten Frage. Ja, ich stelle die Fragen übrigens von oben nach unten. Also kann sein, dass es ein bisschen durcheinander ist, weil die Fragen dementsprechend reinkamen. Die zweite Frage war, welche Alternativen es für Tabellen in Formularen gibt. Keine Tabellen benutzen ist die Alternative, die man benutzen kann. Also es gibt natürlich Formulare, da gehören auch Tabellen rein. Ja, also wenn ich jetzt wirklich explizit abfrage, irgendwelche Urlaubstabellen oder so, ist ganz gerne wirklich eigentlich eine Tabelle, wo ich zufällig in ein Tabellenfeld eben etwas eingebe. Aber im Prinzip ist das eine semantische Frage. Ja, die hat mit diesem Guide zum Beispiel nichts zu tun. Ich weiß, dass sehr viele Leute halt zum Layouten, egal ob Word oder InDesign, Tabellen eben benutzen, weil man damit viel einfacher Sachen auch verschachteln und aufbauen kann. Aber alle Tools ticken so, nutze ich eine Tabelle in meinem Tool und gebe das aus und das Tool kann Text generieren, wird es mir mit allergrößter Wahrscheinlichkeit da eben einen Table Tag mit allem, was dazu gehört, eben reingenerieren. Und das ist häufig eben nicht korrekt. Das heißt, dann wäre die Aufgabe, das Ganze aufzulösen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Man kann das nachträglich im PDF beispielsweise machen, kann dann natürlich ein bisschen mühlich sein. Man kann im Layout komplett auf Tabellen verzichten. InDesign hat zum Beispiel relativ viele Möglichkeiten dafür, sowas wie Spaltenspanner, um unterteilte Spalten zu bauen oder ähnliches mehr. Und es gibt auch Plugins, die ermöglichen, dass ich sage, bei der Ausgabe mach doch mal aus der Tabelle bitte was anderes. Das geht auch, hat aber alles seine Grenzen entsprechend. Hey, kostenlose, in Klammern, Editoren, die man empfehlen kann für Linux und Windows, um barrierefreie PDFs zu erstellen. Da bin ich relativ überfragt. Also das, was ich schon mal reingeben kann, es gibt inzwischen zum Glück mehr und mehr Tools, die das vernünftig machen. Ja, Foxit und wie sie nicht alle heißen. Also das sind inzwischen an vielen Stellen Klone von Acrobat, was die Funktionalität angeht. Für explizit Linux weiß ich setze kein Linux ein, deswegen weiß ich es eher nicht. Kostenlos wage ich auch eher zu bezweifeln, weil das wirklich ein ziemliches Nischenthema ist, dazu noch sehr komplex. Ich weiß, es gab zum Beispiel bei LibreOffice mal ein Projekt, direkt aus LibreOffice PDF UA zu erstellen. Die haben irgendwann zum Beispiel einfach aufgegeben. Ja, deswegen klassische Editoren, wo ich mein PDF irgendwie nachträglich bearbeiten kann, taggen kann, vielleicht sogar, kenne ich jetzt nicht mal für den normalen Windows- oder Mac-Rechner, geschweige denn für Linux. Aber ich weiß da eben, wie gesagt, relativ wenig. Okay. Worauf muss man bei dynamischen PDF-Eingabefeldern achten? Die Frage wäre da, was dynamische PDF-Eingabefelder sind, weil da gibt es verschiedene Varianten, was das sein könnte. Also dynamisch hätte ich jetzt so verstanden, dass sich quasi dass sich die
Also, dass es eine Antwort darauf gibt oder dass eventuell neue Felder eingeblendet werden auf Basis der Eingabe, das würde ich unter dynamisch verstehen. Genau, Ist und da natürlich schon gibt es eine zwei ziemliche Wege aber. Herausforderung. Ja, genau. Genau, Mhm. aber es gibt halt zwei Wege. Ne? Also deswegen fragte ich, es gibt eine Mhm. Möglichkeit, das im PDF, normales PDF, wie wir es kennen, über JavaScript zu machen. Klickst du hier einen Haken, dann ploppt irgendwo ein Feld auf, was vorher eigentlich schon da war. Es wird dann nur eingeblendet. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, und ich vermute, das ist eher gemeint, sind diese XFA-Formulare, früher aus dem Designer, jetzt ist es Acrobat AIM-Forms oder wie es jetzt, glaube ich, heißt. Das wären keine klassischen PDFs. Ja, also die fallen auch nicht unter den PDF-Standard und damit kann ich sie auch gar nicht PDF-UA-konform machen, außer ich konvertiere aus einem XF, also sogenannten XFA, konvertiere das in ein normales PDF und mache das dann barrierefrei. Das wäre dann die einzige Möglichkeit. Aber das wäre dann die Frage, was von beiden gemeint ist. Ich vermute, es sind die XFAs gemeint und die kann man eben nicht PDF-UA-konform machen, weil es eben keine Mhm. eigentlichen PDFs sind. Haben viele gerade mit zu kämpfen, weiß ich. Mhm. Okay. Nils Hoffmann sagt, wie auch immer, ich habe mit Acrobat 2017 sehr häufig Probleme, dass wenn ich ein Dokument automatisch taggen lasse, geht das Layout kaputt, also Teile von Grafiken verschwinden oder Text auf Bildern verschwindet. Ich habe Vektorgrafiken im Verdacht und natürlich unterschiedliche Ebenen. Vielleicht kennt einer von euch eine Pre-Flight-Funktion, die das vor dem Taggen behebt. Also ich tagge nicht mit Acrobat, außer in großen Ausnahmefällen. Und ich bin nicht Adobe. Also von daher kann ich da schon mal gar nichts zu sagen. Und ich kenne die Dokumente auch nicht. Es gibt bekannterweise immer wieder, also auch in den aktuellen Versionen, Probleme beim Taggen mit Acrobat auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich kenne, wie gesagt, weil ich es nicht so oft mache, kenne ich auch nicht alle. Ich weiß, ein klassisches Problem sind deutsche Umlaute, die gerne nicht als Umlaute ankommen, sondern ganz rausfliegen oder ähnliches mehr. Aber wenn man viel und regelmäßig taggt, ist Acrobat halt so ein Tool, da muss man mit den Eigenheiten leben. Oder man schreibt zu Adobe und sagt, repariert das und hofft, dass es tun, sage ich jetzt mal. Ja, Aber es den Fehler an sich, das Problem kenne ich nicht. Es wurde hinzugefügt, ich denke aber wahrscheinlich selbe Antwort. Gleiches Problem bei interaktiven PDFs erstellt in InDesign. Würde mich auch sehr interessieren. Vor allem dann bei der Änderung der Lesereihenfolge verschwinden getagte Überschriften hinter grafischen Elementen. Na, die Frage ist dann vielleicht noch so ein bisschen, wie man taggt. Also normalerweise den Ansatz, den ich nehme mein Quelldokument, Word, InDesign, was auch immer und generiere daraus ein fix und fertiges Dokument. Also, dass ich irgendwas nachtagge, passiert äußerst selten. Das heißt, ich komme nicht in die Verlegenheit. Das, was man bedenken muss, wenn man mit Acrobat arbeitet, das ist so ein Klassiker. Es gibt ja hier die schönen Tags, wurden jetzt neuerdings umbenannt in Accessibility Tags. Damit kann man bestimmte Dinge tun. Und es gibt gleichzeitig noch, auch propagiert von Adobe, eben dieses schöne Fenster Reihenfolge, was per se auch nichts mit der Reihenfolge in unserem getagten Dokument zu tun hat, kleiner Übersetzungsfehler, und den Reiter Inhalt. Und hier kann ich bestimmte Dinge machen, wo ich wirklich aktiv ins Layout eingreife. Also ich kann jetzt hier, ich mache es mal bei dem Guide, gehe mal auf Seite 1, das ist jetzt meine erste Seite und ich sage zum Beispiel, irgendwas gefällt mir nicht, ja, ich möchte diesen Text nicht haben, dann kann ich den zum Beispiel löschen, ja, ist er einfach weg. Weg Und ich ist kann er. auch Dinge Mhm. natürlich rauf und runter. Also es gibt auch eine Mhm. Stapelung der Elemente und damit kann ich aktiv mein Layout beeinflussen. Und Acrobat hat das Problem, dass die unterschiedlichen Werkzeuge unterschiedliche Arbeitsmechanismen haben und unterschiedliche Ebenen, auf der sie eingreifen. Und das ein bisschen Gemeine ist halt auch, ändere ich beispielsweise in der Tagging-Reihenfolge, hat das keinen Einfluss auf diese andere Reihenfolge, andersrum aber schon. Ja, also da kann ich mir so ein kleines Ei ins Nest legen, da muss man höllisch aufpassen, was man wo wie tut, damit man sich nicht aus Versehen irgendwas kaputt macht. Mhm. Klar, gibt es da einen Profi-Tipp? Also welche Fenster man denn verwenden sollte oder vielleicht, wo man die Finger weglassen sollte? Also per se kann man es nicht sagen. Also in meinen normalen Workshops, wo wir reden über, ich habe Word und möchte was barrierefrei machen und InDesign, sage ich immer hier, das ist das Fenster deiner Wahl, du bist im Textfenster drin. Ja? Mhm. Die anderen haben schon eine gewisse Relevanz. Damit kann man bestimmte Dinge schon sehr gut regeln. Aber man muss eben genau wissen, was man damit regeln kann und wie man es regeln kann. Und da ist leider auch Adobe in der Erläuterung von den Funktionen nicht sehr konsequent auf den Hilfeseiten. Deswegen empfehle ich den Leuten immer, gerade beim Thema Reihenfolge, lasst da wirklich die Finger weg, wenn ihr nicht wirklich wisst, was ihr tut. Ja, weil das, wie gesagt, auch eben meine Tagging-Struktur anfasst und bestimmte Dinge da macht, die ich vielleicht gar nicht absehen konnte. Mhm. Also hier vielleicht nur die Fußnote zu Nils Frage.
Wir raten grundsätzlich von dem Auto-Tagging ab, weil dort genau diese Ebenen vermischt werden und deswegen ein wahnsinniger Korrekturaufwand im Nachhinein passiert, wenn man wirklich abgleichen muss, Moment, was ist verschwunden, was hat sich überlappt. Hier nur eine kleine zweite Fußnote zur der Art und Weise, wie PDF aufgebaut ist. Also ihr kennt es wahrscheinlich alle, die Dinge können verschwinden, weil PDF von unten nach oben aufgebaut ist. Das unterste im Inhaltsfenster ist dann das oberste, was sichtbar ist. Und dieses Prinzip führt dazu, wenn man dort irgendetwas verschiebt, dass andere Elemente überlappt werden können und dann deswegen verschwinden. Also das sind halt solche Problematiken und deswegen gilt das, was Klaas gesagt hat, bitte nur, wenn ihr wirklich wisst, was ihr tut, diese Funktionen zu verwenden. Genau. Genau. Also wie gesagt, hier habe ich es jetzt mal gemacht und man sieht jetzt auch, das Logo sitzt über dem und würde ich jetzt da rumspielen, dann könnte das auch dahinter verschwinden. Das sind die Dinge, die halt passieren. Ja. Hey, eine weitere Frage beziehungsweise zwei. Die erste habt ihr schon beantwortet, aber vielleicht spitzt der eine oder die andere erst bei den Fragen die Ohren. Deswegen könnt ihr da vielleicht ein Stichwort nochmal dazu sagen. Und zwar, wie prüfe ich eine PDF-Datei auf Barrierefreiheit? Und dann als zweite Frage, wie ist die Qualität beim Export aus Word beziehungsweise LibreOffice einzuschätzen? Also Frage 1, es gibt mehrere Wege, das zu prüfen. Ich frage immer, was willst du denn haben? Meine Empfehlung wäre immer PDF-UA, aber vielleicht hast du ja irgendwas anderes definiert, nicht PDF-UA. Also es steht ja nirgendwo in keinem Gesetz, du musst PDF-UA erzeugen. Ja, ich empfehle es allen, aber das ist was anderes. Das heißt, erstmal die Anforderung definiert ja meine Testwerkzeuge. Ja, habe ich keine PDF-UA-Anforderung, kann man zum Beispiel den Pack benutzen, aber dann sollte man gucken, okay, wenn es da 2 rote Xe gibt, dann muss das nicht schlimm sein, weil PDF-UA eben bestimmte Anforderungen stellt, die spezifisch sind für PDF-UA. Also ein Klassiker wäre der PDF-UA-Identifier. Das ist hier immer dieses kleine Label, wo er sagt, huhu, ich bin ein PDF-UA-Dokument. Das brauche ich eben nur, wenn ich ein PDF-UA-Dokument haben will. Ich persönlich nutze sonst, wie gesagt, in Acrobat im Preflight gibt es hier einmal die Möglichkeit, auf PDF-UA zu prüfen. Braucht die Pro-Version dafür, also im Reader geht das nicht. Aber die allermeisten, die ich kenne, nutzen den PAC, den PDF Accessibility Checker. Aktuelle Version ist die 2021. Die hat auch den Vorteil, dass da noch eine WCAG-Prüfung drin ist, weil die meisten öffentlichen Stellen, die das jetzt schon produzieren müssen, müssen sich auch an die WCAG-Anforderungen halten. Und PDF-UA weicht da an einigen Stellen ab, mit Absicht auch. Deswegen ist PDF-UA nicht schlecht. Und deswegen ist es ganz gut, da hat man ein Tool, wo alles drin ist. Ich habe eine automatische Prüfung, Hilfe für die manuelle Prüfung. Da ist eigentlich alles drin, was man braucht. Deswegen ist es auch immer mein Standardtipp. Nehmt den Pack. Und wenn ihr am Mac seid, kriegt man den auch hin. Da habe ich irgendwo auch mal einen Beitrag zugeschrieben, glaube ich. Das war die Frage 1. Vielleicht ganz kurz, merkt ihr, was du für 2 beantworten wolltest? Nur ganz kurz, weil du gesagt hast, im Gesetz steht PDF-UA nicht drin, du empfiehlst es aber. Also in den Richtlinien dort steht, man soll den Stand der Technik nutzen. Und für PDF ist es natürlich PDF-UA. Also es stimmt, PDF-UA ist nicht direkt referenziert, aber es geht nach dem Stand der Technik. Und da gibt es zum Beispiel, haben wir ganz gezielt mal den Michael Wahl gefragt, vom Leiter der Bundesmonitoringstelle. Und er hat gesagt, es ist ganz klar, Stand der Technik ist immer die neueste Version des veröffentlichten PDF-UA-Standards. Also das nur als Fußnote da dazu. Teil 2. Gute Fußnote. Genau. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Siehst du, Markus? Also deine Antwort war super, ich habe trotzdem die Frage nochmal vergessen. Dafür bin ich ja da. Wie ist die Qualität beim Export aus Word oder LibreOffice einzuschätzen? Es kommt immer auf die Inhalte drauf an, die man drin hat. Ne? Also habe ich einen normalen Absatz, dann ist es relativ einfach. Da sind die relativ gut aufgestellt. Habe ich komplexere Inhalte, sowas wie Tabellen beispielsweise, dann wird es trauriger, sage ich jetzt mal. Word hat zum Beispiel ein Standardproblem sogar mit Bildern. Da fehlt die sogenannte Bounding Box, die also beschreibt, wo befindet sich genau dieses Bild, damit Leute mit Seheinschränkungen da eben genau drauf fokussieren können. Das ist auch nichts, was man zum Beispiel trivial fixen kann. Also eigentlich, wer mit Word produzieren möchte, da sieht es relativ schnell so aus, dass man ohne intensivere Nacharbeit eigentlich gar nicht zum Ziel kommen kann.
Ja, das ist leider der Fall. LibreOffice habe ich das letzte Mal, glaube ich, vor einem Jahr angeguckt. Wie gesagt, da gab es einmal diesen Versuch, dieses Plugin zu schreiben, was PDF-UA generiert. Mein Eindruck ist, an vielen Stellen ist es sogar ein bisschen besser als Word, aber es gibt trotzdem ziemliche Probleme an vielen Stellen. Ja, und da reden wir noch nicht mal von Formeln, die irgendwie eingebaut hat. Das ist nochmal eine ganz spezielle Art, wenn man solche Dinge da drin hat. Also möchte man PDF-UA erstellen, fällt es aus keinem der Programme raus und man kriegt es auch nicht mit irgendwelchen Knopfdrücken im Anschluss schnell geregelt. Das funktioniert leider nicht. Okay. Die nächste Frage ist eine sehr konkrete Frage und es geht um Listen. Ist es zwingend notwendig, die Bullet Points als Label zu taggen oder wäre auch konform die Bullet Points im L-Body Tag mitzutaggen? Und wie sieht es aus bei Listen ohne Bullet Points? Ja, Listen ohne Bullet Points haben halt keine Bullet Points. Also es gibt auch nicht belabelte Listen, wo kein Label davor sitzt. Klassiker ist dann irgendwie, man hat durch eine Auflistung im Literaturverzeichnis. Ja, dann kann man das zwar als 200 Ps hintereinander taggen, Liste hat aber semantische Vorteile. Deswegen dann hätte man halt nur ein L-Body. Ja, das LBL oder der LBL-Tag ist fakultativ, also den muss man nicht reinsetzen. Wenn man jetzt wirklich eine Liste hat, nummeriert oder unnummeriert, ist egal, man hat ein Listenzeichen. Die korrekte Umsetzung ist, packe das in das Label rein. Hier ist auch der Hintergrund, dass das Label im PDF eine besondere Bedeutung hat und PDF hier auch, was das Tagging oder die Semantik angeht, mächtiger ist als beispielsweise HTML. Ich kann eine Liste bauen, wo ich sage, ich habe teilweise Listenpunkte, die haben einen grünen Haken und manche haben ein rotes X. Damit kann ich eben Semantik für einzelne Listenpunkte vermitteln. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man das da entsprechend unterbringt. Ja, das ist ja nicht so zum Spaß gemacht. Die Welt geht natürlich nicht unter, wenn man sie da reinpackt. Und man wird auch kein rotes X im Pack kriegen, wenn man das nicht macht, weil, wie gesagt, der LBL-Tag ja nicht vorgeschrieben ist. Möchte man aber korrekt arbeiten, dann gehört eben dieses Element in einen separaten LBL-Tag rein. Okay. Aber wie gesagt, ist ein klassischer Fehler auch, der aus Word so rausfällt und der manuell nicht trivial zu beheben ist. Okay. Die nächste Frage, da habe ich gesehen, dass sich eine kleine Diskussion entwickelt hat. Ich bin jetzt nicht ganz mitgekommen, deswegen würde ich die Frage jetzt einfach mal noch mal stellen und vielleicht kommen wir zum gleichen Resultat, vielleicht auch nicht. Ist es tatsächlich ein Zugänglichkeitsproblem, zum Beispiel für Bildschirmleser, wenn in Tabellen kein Bereich angegeben wird? Sehen Sie das als Ablehnung im Rahmen der WCAG an? Danach fiel das Stichwort Table Scope Headers, TH or IDs oder IDs. Aha, okay, ja, das Thema. Also Bereich, da wusste ich nicht genau, was damit gemeint ist. Ne? Also zur Info für alle, es gibt verschiedene Tags, also damit alle auch dabei sind, es gibt verschiedene Tags, um Tabellen auszuzeichnen. Es gibt den Table-Tag, der sagt, hier kommt eine Tabelle. Innerhalb des Table-Tags kann es Substruktur geben, das wäre dieses T-Head, T-Body, T-Foot, also das kann man benutzen, muss man nicht. Und dann gibt es halt noch die Reihen, das sind die TRs, hier haben wir es mal gehabt. Und dann gibt es die Unterscheidung eben für die einzelnen Zellen. Entweder ist es eine Datenzelle, dann gibt es den Tag TD, da steht irgendein Wert drin, 25 oder was nicht sonst alles. Und dann gibt es zusätzlich eben noch den TH-Tag, der für Table Header steht, also Kopfzellen. Und man sieht es auch schon in diesem Beispiel hier drin. Ne? Hier oben steht jetzt beispielsweise auch drin, hier gibt es eben noch zusätzliche Informationen. Und zwar kann auch beides parallel sein, eine ID, die eindeutig referenziert, wie heißt diese Tabellenzelle. Und es gibt noch dieses sogenannte Scope-Attribut. Und ich gehe jetzt einfach mal nach hinten, weil ich habe hier irgendwo eine Tabelle drin. Nehmen wir mal nicht die ist so groß. Ich habe so Beispieltabellen, genau hier kann man es mal ganz gut sehen. Und zwar, das ist jetzt zum Beispiel einer Tabelle, die hat 3 Spalten und 4 Zeilen, wovon die erste Spalte und die erste Zeile jeweils eine Kopfzelle sind. Hier kann man über das sogenannte Scope-Attribut definieren, für was ist denn die Kopfzelle zuständig, also was für Werte definiert sie. Das heißt, ich bin jetzt mal in der zweiten Spalte, zweite Zeile, da habe ich jetzt eine Datenzelle und wenn ich wissen möchte, was diesen Wert erklärt, dann muss ich jetzt wissen, dass ich nach oben gucke und dass ich nach links gucke. Und haben diese Kopfzellen kein Scope-Attribut, dann sagen sie nicht, für was sie denn eigentlich ein beschreibender Inhalt sind. Das heißt, da würde eine Person, die wirklich darauf angewiesen ist, keine genaue Information kriegen, weil die ganze Tabelle wimmelt voller irgendwelcher Elemente und da kann es halt sein, dass das der passende Kopf ist oder nicht. Dementsprechend habe ich kein Scope-Attribut, wäre das eine klassische Verletzung.
Noch schlimmer ist es bei den komplexeren Tabellen und die ist noch relativ einfach. Die hat nämlich jetzt so Untertabellenstruktur. Hier kann ich nicht rein mit dem Scope-Attribut arbeiten, weil das relativ brachial über die ganzen Spalten und Zeilen drüber geht, sondern ich habe jetzt ja quasi innerhalb der Tabelle einzelne separate Kopfzellen, die wieder Untermengen definieren. Hier muss man wirklich über die sogenannten Header-IDs gehen, die eben eindeutig sagen, Tabellenzelle 23 hat als Kopftabellenzelle 24 oder was auch immer, damit eben diese Korrelation klar ist. Sonst werden die Inhalte nicht verständlich. Genau, Also, vielleicht hier noch eine kurze Ergänzung, Klaas, weil ich habe ein bisschen die Diskussion auch mitbekommen und definitiv ist es eine Verletzung von der WCAG 131. Dort geht es nämlich damit Software die Relation zwischen Daten und Überschriftenzelle mitbekommen kann. Und das geht nicht, wenn dort eine Relation besteht und diese aber nicht in nicht visueller Form, das heißt für eine Software lesbar, auswertbar, hinterlegt ist, dann geht diese Relation verloren und dann ist es nicht WCAG-konform. Und das heißt, entweder muss ich dann in einfachen Tabellen, so wie du das erklärt hast, über Scope das machen oder gleich auf Header-IDs gehen. Ich glaube, soviel ich weiß, es darf nicht gemischt vorkommen, oder? ich glaube, wir haben es irgendwo nochmal nachgelesen. Laut PDF-Standard darf man es mischen. Okay. Wir waren auch erstaunt, was man damals so reingeschrieben hat. Ja, okay. Wir würden aber empfehlen, es nicht zu mischen. Auch im Standard schreibt man nicht immer alles rein, auch nur Menschen, die an Standards arbeiten. Deswegen, also klare Empfehlung, wählt aus auf Basis der Komplexität der Tabelle. Genügen mir die Scope-Attribute, um die Relationen klar und deutlich einer Software zu vermitteln, oder brauche ich die Header-IDs? Wenn ihr Zweifel habt, dann nehmt die Header-IDs. Immer, weil dort seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, aber macht das besser nicht in Arcobot. Das ist mit Header-IDs dort nicht so lustig. Also nur für alle, die es mal versuchen wollen. Man braucht so ein bisschen Frusttoleranz zunächst gerne. Genau. Ich meine, deswegen gibt es ja auch unsere Software, also sowohl Access Word jetzt ist natürlich, um PDF-UA zu erzeugen, oder Access PDF, um jetzt Tabellen, Header-IDs anzulegen, die wirklich in Sekunden schneller gehen. Ich meine, ist ja auch schön, dass die Großen nicht alles machen, deswegen gibt es ja auch solche Softwarefirmen wie uns. Genau, das ist gut so. Zum Thema Tabellen dachte ich, schicke ich noch eine Frage von ein bisschen später rein. Meinung zu leeren Zellen, in Klammern TDs, in Tabellen. WCAG-konform und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Ich habe da diverse Diskussionen drüber verfolgt. Also ich bin kein Freund von leeren Zellen, weil eigentlich steckt ja irgendwas drin. Aber hier haben wir zum Beispiel also wirklich so ein Beispiel. Ne? Also ich habe jetzt hier oben in der komplexeren Tabelle habe ich oben links eben eine leere Zelle aufgrund der Datenstruktur. Die muss halt leer sein. Und da wäre es ja jetzt auch blöd zu sagen, Mensch, da packen wir jetzt ein X rein. Also es mischen sich ja auch verschiedenerweise die Ansprüche. Also allgemein erstmal, leere Zellen dürfen, steht hier auch nochmal in diesem Guide drin, dürfen keine THs sein, immer nur TDs, weil sonst springe ich dahin, wo bist du eigentlich? Und dann springe ich in leere TH-Zelle, das würde keinen Sinn ergeben. Ich persönlich habe beide Diskussionen gehört, dass es eigentlich nicht erlaubt wäre, normale Datenzellen leer zu haben. Und ich habe aber auch die Argumentation gehört, dass sie leer sein dürften. Deswegen, ich weiß nicht, Markus, weißt du da Konkreteres? Hast du irgendwo ein Urteil gelesen oder keine Ahnung? Wir hatten die Diskussion, ich bin ja in dieser Arbeitsgruppe dort der Chair, wo es um die PDF-Techniken für die Barrierefreiheit geht. Und dort hatten wir genau diese Diskussion. Natürlich, wir empfehlen letztendlich Equal Access, dass leere Zellen nicht speziell gekennzeichnet sind, weil wenn ich das gescheit aufbaue, so wie du es jetzt ja auch beschrieben hast, dann bekomme ich mit, dass die Zelle ja leer ist. Also deswegen brauche ich nicht noch etwas Zusätzliches, weil sobald ich, egal ob man jetzt einen Punkt nimmt oder ein X oder sowas, das verfälscht es dann sowieso, wenn es visuell und mit einem Screen wieder nicht identisch wäre. Ja, dann sagt der eine, du, bei mir steht da ein X drin, der andere sagt, nee, bei mir ist da gar nichts drin, ich sehe da nichts. Also deswegen nicht hintricksen. Es geht immer um Equal Access und dass auch im Extremfall ein blinder und ein sehender Nutzer die gleiche Tabellenzelle finden können. Also deswegen möglichst nicht dran drehen. Und du hast schon gesagt, keine TH, TD, einfach eine TD ohne Inhalt, das ist eine leere Zelle. Und Software erkennt das, findet das, kann das auswerten. Genau.
Übrigens hier noch einen kleinen Werbeblock schon für die nächste Session. Wir hatten im März schon den Alexander Pavkovic in Ask the Expert. Er ist ein sehr versierter Screenreader-Nutzer und das ist auch so eine typische Frage. Ich weiß auch, wie er das sieht. Da ist es auch so, dass er sagen würde, nee, hey, bitte nicht rumpfuschen oder hinhacken. Er möchte einfach das bekommen, so wie es ein Sehender auch hat. Und wir werden die nächste Session im Juni wieder mit ihm haben. Also deswegen, da werden wir dann auch solche Fragen nochmal lösen können. Das ist immer interessant, zum einen die Macherperspektive, hier jetzt mit Klaas, oder dann auch wirklich die End-User-Perspektive, wirklich Menschen mit Behinderung, Screenreader-Nutzer, wie wollen die es denn haben? Das ist auch nochmal gut, um das auszubalancieren. Und ideal ist natürlich, wenn es ein Match ist, ja, wenn wir das so machen, dass es da auch gut ankommt. Okay, wir haben noch 5 Minuten. Ich habe ein paar Fragen übersprungen. Ich würde vorschlagen, für eine reicht es auf jeden Fall noch. Von Alexander Sänger: Wenn XFA-PDFs nicht auf den UA-Standard geprüft werden können, heißt es, dass sie von der Prüfung ausgenommen sind oder dass sie nicht eingesetzt werden dürfen? Oder wie geht man damit um, wenn man auf solche trifft? Also ich habe auch dazu verschiedene Meinungen gehört. Die brachiale, die ich gehört habe, heißt, darfst du nicht mehr benutzen, weil kannst du nicht zugänglich machen. Es gibt aber Mechanismen, mit denen man die zugänglich machen kann. Ich glaube, die haben einen natürlichen Tod vor sich, weil sie funktionieren nur auf dem Desktop-Rechner mit Acrobat. Sie funktionieren nicht auf dem iPad, sie funktionieren nicht mit alternativer Software. Deswegen müssen sich wahrscheinlich alle umschauen. Und die meisten, die ich kenne, diese Fragen an mich herantragen, haben auch genau damit zu tun, dass die Leute auf ihrem iPad das nicht konsumieren können. Ja, das ist so ein Grundproblem. Sie werden auf jeden Fall nicht PDF-UA-konform gemacht werden können und per se, das ist so ein Grundproblem, sie sind keine PDF-Dokumente, also keine klassischen PDF-Dokumente. Deswegen gibt es auch keine offizielle Referenz, wie ich sie denn aufbereiten sollte, damit sie barrierefrei sind. Also alle, die das mal versuchen möchten, sie hängen in der Luft, weil es gibt nicht solche Guides oder Ähnliches mehr. Das ist, glaube ich, das größte Hindernis dafür. Genau, es gibt kein Prüftool, keine automatischen Checks dafür, es ist nicht definiert. Natürlich könnte man die WCAG jetzt hernehmen und sagen, Moment, wie wäre das jetzt für XFA-Dokumente? Wie müsste ich das dann umsetzen? Viel Erfolg, wer das vorhat. Und wie Klaas schon gesagt hat, also es ist auf dem absteigenden Ast, das ist eigentlich eine aussterbende Technologie. Deswegen also würde ich jetzt nicht unbedingt darauf setzen. Ja, ist zwar schade, ne? Die Technik kann schöne Sachen, aber können wir nicht dran ändern und drehen. Da wäre Adobe sehr pflicht gewesen und hat nicht. Wir haben jetzt nur noch 3 Minuten. Jetzt würde ich sagen, wir haben eine schöne Abschlussfrage. Ja? Sorry, okay. Markus, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber eine schöne Abschlussfrage, weil ihr bestimmt die Neugierde von ganz vielen Menschen geweckt habt. Und zwar gab es die Frage, ob es eine Ausbildung mit Abschluss zu dieser Thematik gibt. Da musst du was sagen, Markus. Ich habe davon keine Ahnung. Genau, also eine Ausbildung. Es gibt natürlich ein Zertifikat der International Association for Accessibility Professionals, also IAAP. Und es gibt auch ein deutschsprachiges Chapter, IAAP Dach. Vielleicht können wir nachher noch kurz einen Link zu der Seite in den Chat posten dazu. Und dort gibt es ein Zertifikat Accessible Document Specialist, ADS. Und dort kriegt man zumindest das Grundwissen. Also das ist noch umfassender, nicht nur PDF, sondern auch die anderen Dokumentformate. Danke, Josephine, die ist schon gleich in die Bresche gesprungen und hat den Link reingesetzt. Josephine gehört auch zum Beirat dort beim IAP-Dach, genauso wie wir. Also deswegen, da arbeiten wir eng zusammen. Und Josephine war auch die Erste, die dieses Zertifikat in Deutschland abgeschlossen hat. Ich glaube, Josephine, du warst, glaube ich, die Erste oder was? Yoshi? Okay. Also ich glaube, Josephine war die Erste. Das heißt, da gibt es so etwas wie eine Art Ausbildung. Es gibt noch keinen Kurs richtig dafür, aber wir haben das in der Hinterhand. Es gibt natürlich sowohl, ich glaube, Josephine macht auch Kurse, wir machen Kurse, die aber nicht komplett den ganzen Lehrplan dort abdecken, aber wir wissen das und wir arbeiten dran. Das hängt nämlich damit zusammen, dass es quasi den Lehrplan gibt es schon auf Deutsch, aber nicht die Inhalte dazu, also den ganzen, also da sind wir am Übersetzen. Und sobald es das dann auch auf Deutsch gibt, wird es auch deutsche Kurse dazu geben für diese Ausbildung. Aber die geht nicht so tief wie das, was Klaas jetzt alles dargestellt hat. Ja,
Also deswegen, da seid ihr dann wirklich auf zusätzliche Sachen angewiesen, sei es, dass Klaas was macht, sei es, dass wir was machen oder es gibt auch noch andere Anbieter. Und wir gucken auch dran, wie wir das irgendwie noch leichter zugänglicher machen können, irgendwie in einem Überblick oder sowas. Also das Wissen ist noch ein bisschen diffus und gestreut. Und es reicht doch nicht einfach nur mal zu googeln. Die Erfahrung habt ihr wahrscheinlich auch schon gemacht. Also man muss wirklich sich an die Experten halten, wie zum Beispiel Klaas jetzt, weil das, was er sagt, das gibt dann wirklich hat dann Hand und Fuß. Also das zu der Ausbildung. Wir werden ganz kurz noch zu dem, es gibt einige Fragen, die noch nicht beantwortet wurden. Wir haben ja hier Ask the Expert als dieses Live-Webinar. Es wird die Aufzeichnung geben, werden wir euch zur Verfügung stellen. Und es gibt auch die Community. Wir werden die Fragen noch auswerten, die jetzt noch nicht beantwortet wurden von Klaas. Die kann Klaas dann quasi schriftlich in der Community beantworten. Herzlichen Glückwunsch, Klaas, das ist dein Preis. Genau. Danke. Und wir werden natürlich auch, ich sehe schon, es ist super, es war eine rege Diskussion, hat uns sehr gefallen mit euch. Wir werden bestimmt einen Nachfolgetermin auch ausmachen, auch mit Klaas wieder, weil er da echt viel zu sagen hat zu diesem Thema. Schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, nächste Session ist am 7. Juni mit Alexander Pavkovic. Da geht es darum, wie Screenreader-Nutzer mit barrierefreien Dokumenten umgehen oder mit nicht barrierefreien, aber wir wollen immer mehr den Fokus zu den barrierefreien schieben. Und ihr kennt Alexander, ähnlich wie Klaas, ein Entertainer vor dem Herrn. Deswegen, es macht immer Spaß, dazu zu hören. Wissen und Unterhaltung in einem. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und danke dir, Klaas. Das hätte ich beinahe vergessen. Hey, das ist schon so, wir machen so viel zusammen. Manchmal vergesse ich das. Danke, war super toll. Echter Klaas, den wir hier erlebt haben. Gerne wieder. Und ja. Schöne Restwoche. Danke euch.